Genau, herzlich willkommen. Wir machen jetzt keinen Themenwechsel, aber wir machen das Thema ein bisschen breiter. Es wird eine Panel-Diskussion zu Themen zu digitaler Souveränität, Cybersicherheit, Confidential Computing natürlich, aber auch KI, Skalierung von KI im deutschen Umfeld, bei Unternehmen, bei Behörden. Und dafür bin einerseits ich als Moderatorin heute von Edgeless Systems mit dabei. Wie gerade schon gesagt, kümmere ich mich bei uns vor allem um die Projekte mit dem öffentlichen Sektor. Und begrüße jetzt ganz herzlich meine Gäste mit auf dem Panel. Und das ist einmal direkt neben mir Claudia Alsdorf, die Head of Business Development bei Stackit und damit bei einem deutschen Cloud-Anbieter. Einmal gerne einen großen Applaus. Und dann haben wir noch Thomas Dremel mit hier auf der Bühne, Cloud Technology Lead für den öffentlichen Sektor bei Microsoft und damit auch Experte für Cloud-Lösungen und KI im öffentlichen Umfeld. Ich will gar nicht zu viele Worte verlieren, vielleicht noch zwei kleine Punkte. In der Agenda war ursprünglich noch ein Vertreter von NVIDIA angekündigt, der es leider nicht geschafft hat, weil er aus Kanada privat aus Gründen nicht anreisen konnte. Nichtsdestotrotz haben wir einige Vertreter von NVIDIA aktuell im Publikum, später auch bei Vorträgen, also Fragen zu Confidential Computing mit der neuen Blackwell-Chip-Generation etc. etc. Bitte dann an die entsprechenden Kollegen richten, die stehen für Fragen immer gerne zur Verfügung. Und wir wollen euch alle, Sie alle nicht zu sehr langweilen mit einem Panel. Insofern denkt euch schon mal, macht euch schon mal Gedanken, welche Fragen ihr stellen wollt, weil wir am Ende ein bisschen Zeit haben für Fragen. Und dann würde ich gerne für das Publikum öffnen. Und damit legen wir jetzt aber los. Und ich würde, weil man darum momentan nicht wirklich herumkommt, gerne mit dem Thema der aktuellen Weltlage starten. Allerdings nur kurz. Und über das Grundsätzliche sprechen oder das, was uns gerade jeden Tag begegnet und die Reaktion Europas darauf, beziehungsweise die Sorgen und die Ängste, die neuen Ideen, die daraus generiert werden, was auf der anderen Seite des Atlantiks passiert. Und Claudia, ich würde mit dir anfangen, und zwar mit der Frage, ob du die in Europa oder Deutschland die wachsende Nachfrage nach souveränen Cloud-Lösungen auch tatsächlich wahrnimmst. Also ist das auch bereits ein entscheidendes Kriterium bei beispielsweise der Entscheidung für welche Cloud möchte ich nutzen? Oder ist das aktuell vor allem eine heiße Diskussion und die Leute sind einfach grundsätzlich verunsichert? Vielen Dank für die Frage. Ich würde es ein bisschen differenzierter tatsächlich darstellen. Ich glaube, zum einen haben wir seit mehreren Monaten dieses Buzzword der Souveränität und da nochmal einen herzlichen Dank an Holm Diening noch zur Klärung des Begriffes der Souveränität. Ich fand das sehr schön dargestellt. Es geht eigentlich weniger darum, jetzt zu beweisen, dass wir in den nächsten 3 bis 4 oder 6 oder 12 Monaten komplett autark von amerikanischen Technologien oder östlichen Technologien uns positionieren können. Also ich glaube, diese differenzierte Darstellung dessen, was wir unter Souveränität verstehen, das schärft sich immer mehr. Was wir im letzten Jahr noch sehr auf einer Metaebene in den Diskussionen gespürt haben, spüren wir jetzt wirklich als tatsächliche, sage ich mal, Bedürfnislage bei unseren Kunden, weil eben eine sehr große Unsicherheit angesichts halt der geopolitischen Lage und der täglichen, sage ich mal, neuen Ideen aus den USA, das stürzt die Menschen in Verunsicherung und da sind auch Ängste mit verbunden. Insofern aus diesem Metabegriff Souveränität geht es jetzt eigentlich darum, wie kann ich mich resilient aufstellen und diese Anfragen aus den unterschiedlichsten Bereichen, die häufen sich jetzt bei uns tatsächlich. Also das ist nicht nur gefühlt, sondern das kann ich auch tatsächlich quantitativ sehen, war das in einem ersten Schritt noch sehr im Bereich Public Sector und auch sehr im Bereich sage ich mal, von hochsensiblen Daten im Gesundheitswesen, also alle die sehr hochregulierten Industrien zu merken und zu beobachten, merken es jetzt tatsächlich auch in der privatwirtschaftlichen Industrie aus Bereichen, von denen wir das so noch nicht erwartet hätten, dass sie so schnell sozusagen sich jetzt in Richtung eines in Europa ansässigen Cloud-Anbieters doch bewegen wollen. Mhm. Dankeschön. Thomas, vielleicht auch deine Sichtweise dazu. Es geht ja auch Sorgen um Bedenken, Datenzugriffe bei Hyperscalern, die dann tatsächlich, also
ich weiß, Microsoft hat auch Rechenzentren in Europa, in Deutschland. Nichtsdestotrotz sind die Sorgen und die Bedenken ja groß, die geäußert werden. Wie siehst du das? Wie begegnet ihr dem aktuell? Was ist deine Sicht auf deine Sicht auf das Thema Souveränität und was nehmt ihr wahr bei euren Kunden? Na, erstmal glaube ich, leben wir in einer Welt mit globalen Lieferketten und irgendwie natürlich haben wir hier in Europa Geld investiert und investieren weiter Geld auch. Stichwort irgendwie 3 Milliarden im Rheinischen Revier, um da ein großes 250 Megawatt Rechenzentrum aufzubauen. Und auf der anderen Seite natürlich ist das Thema, und ich war CTO auch für die souveräne Cloud-Lösung, die wir wie dann der Delos verkaufen werden, sobald sie Brandschutz abgenommen vom BSI ist, beschäftige ich mich schon seit 5, 6 Jahren mit diesem Thema. Momentan ist es inflationär, die Anfragen kommen von vielen Seiten, nicht nur aus dem Public Sector, sondern auch aus der Industrie. Da gibt es auch einen Bedarf, irgendwie Daten mit eigener Kontrolle, sowohl für ruhende Daten als auch bewegte Daten, als auch prozessierte Daten, sprich wir sprechen über ein C, was hier oben im Titel steht, über Confidential Computing. Da haben wir extrem viel Nachfrage danach und ich freue mich, dass die Produktpalette dazu auch immer größer wird, von Confidential Container über Databricks, was da drauf läuft und so weiter. Das ist eine tolle Entwicklung und das kann man nur unterstützen. Und der Weg, es zu unterstützen, ist, und da sitzen wir genau am richtigen Platz, Confidential Computing mit eigenen Schlüsseln und entweder einer eigenen HSM oder bitte 2 wegen der Ausfallsicherheit oder E-Key Management as a Service. Da gibt es ja auch gute deutsche Anbieter wie eine Utimaco zum Beispiel, die sich da irgendwie anbieten. Das war jetzt schon ein perfekter Übergang ins Thema. Confidential Computing, wie die meisten von Ihnen wahrscheinlich wissen und wie es ja auch gerade beschrieben wurde, ist ja eine Möglichkeit, dass ich dem Cloud-Anbieter mit meinem Workload nicht mehr vertrauen muss, weil er eben zu jedem Zeitpunkt auch während der Verarbeitung verschlüsselt bleibt. Ich wiederhole das hier nur kurz einmal, weil das gesamte Publikum gemischt ist. Insofern spannend, dass du es gerade aufbringst, Thomas. Vielleicht anschließend daran, was sind die Anwendungsfälle, die Industrien, die für euch bei Microsoft mit Confidential Computing am interessantesten sind? Gibt es Bereiche, wo du sagst, da kannst du drüber sprechen, Beispiele geben? Jetzt mal abgesehen, Gesundheit haben wir gerade gehört. Was sind andere, die du da ganz zentral siehst? Ich würde mal 2 sagen, also von der Automobilindustrie, die das auch schon seit 1, 2 Jahren irgendwie macht, irgendwie über Banken, wo wir irgendwie POCs sehen, irgendwie haben wir sehr viele Unikliniken. Da sehe ich jetzt so irgendwie so ein bisschen Peak, wenn ich irgendwie über die Use Cases so nachdenke, die halt schon sehr früh auch angefangen haben. Die haben zum Teil auch irgendwie Lehrgeld bezahlt, weil sie viel selber machen mussten. Mittlerweile gibt es Tools, die das Ganze ein bisschen schicker machen, Stichwort Confidential Container, die jetzt fertig sind, oder eure Lösung, die das einfach komplett wrappt. Aber die große Nachfrage ist ganz klar, wo ihr auch beteiligt seid, Stichwort NRW Genius, irgendwie also Confidential AI, also sowohl mit Intel und AMD als auch mit Nvidia GPUs, sowohl das Lernen, wenn man das möchte, aber noch häufiger sehen wir es irgendwie im Inferencing, dann dementsprechend irgendwie das zu schließen. Und da gibt es ja wirklich, wenn ich auf die Architekturen gucke, jetzt wenn ich mal technisch drauf gucke als CTO und auf GitHub schaue, was es da an Standard irgendwie Layouts gibt, das zu bauen, das geht mehr und mehr Richtung Standard und irgendwie das ist für mich immer ein Zeichen, dass es dann natürlich auch in eine viel, viel breitere replizierte Anwendung kommt. Mhm. Vielleicht zum Thema Confidential Computing. Wir werden nicht nur über Confidential Computing sprechen, aber noch eine Frage an dich, Claudia. Oder es ist wahrscheinlich auch kein Geheimnis und den meisten hier bekannt, dass unsere Lösungen sowohl auf Azure laufen und funktionieren und wir aber auch mit der Stackit eng zusammenarbeiten bzw. da Confidential Computing ermöglichen. Wieso hat sich die Stackit entschieden, das anzubieten als deutscher Cloud-Anbieter? Also ich glaube, die Verbindung zwischen Edgeless und Stackit, das ist so eine Art Verbindung made in heaven, vor dem Hintergrund, dass wir halt die gleiche Philosophie, Open-Source-basierte Anwendungen bei euch im Bereich Confidential Computing, bei uns im Bereich Cloud-Infrastruktur anzubieten. Was wir da nutzen, Confidential Kubernetes auf der einen Seite, Confidential Server auf der anderen Seite, erlaubt es uns eben diese souveräne Cloud-Umgebung im Bezug auf die Datenverarbeitung ein Stück weit eben noch sicherer und flexibler zu gestalten. Und das bringt mich zum anderen Punkt, nochmal zu diesem Begriff der Souveränität und der vermeintlichen Autarkie.
Ich bin eben gerade angesichts der Problematik, wie können wir uns resilient in Bezug auf die IT-Infrastrukturen aufstellen, tatsächlich ein sehr großer Fan von Multi-Cloud-Anwendungen. Und das Thema des Confidential Computing, gerade der Open-Source-basierte Ansatz, erlaubt es natürlich eben Anwendungen von, sage ich mal, einer Stackit-Umgebung hin in eine Azure, AWS, Google-Umgebung sicher zu transferieren. Und dieser Aspekt dieser sicheren Datenverarbeitung ist für uns ganz, ganz wichtig. Und das war der Grund, warum wir gesagt haben, Confidential Computing Made by Edgelets passt zu dem strukturellen Ansatz einer Stackit sehr schön. Vielen Dank. Ich greife mal nochmal ein Thema auf, was gerade schon gefallen ist. Thomas hatte Inferenz bzw. den KI-Use-Case als einen genannt, wo Confidential Computing jetzt im Cloud-Kontext besonders spannend wird. Bevor wir in die Tiefe einsteigen, mich würde einmal als Neugierde interessieren, was so die spannendsten KI-Anwendungsfälle sind, die ihr kürzlich oder in den letzten Wochen wahrgenommen habt, die euch aufgefallen sind, die ihr toll, wegweisend, interessant findet, teilenswert findet. Ist schwer, muss man sich irgendwie ordentlich beschränken, aber ich nehme mal zwei. Irgendwie. Das eine ist irgendwie ein Chatbot für die Hamburger Bürgerschaft oder für die Stadt Hamburg. Das Ding heißt Elemoin. Das Frontend läuft bei Dataport, das Backend läuft in Mittelschweden. Warum? Die Latenz irgendwie zwischen Mittelschweden und Hamburg ist gut. Das Ding wird mit 100% Wasserkraft betrieben. Da wird KI verwendet im Rechenzentrum selber, um dem irgendwie Stromlieferanten 24 Stunden im Voraus zu sagen, wie viel Elektronen der losschicken soll. Und die Anzahl kriegen wir für einen guten Preis. Wenn wir mehr brauchen, müssen wir mehr zahlen. Das ist also schon gelebte Praxis. Wenn wir weiter gucken, die häufigste oder also es ist wirklich inflationär gerade, was wir sehen an Chatbots. Und die spannende Frage ist halt natürlich immer, irgendwie nicht irgendeinen allgemeinen Chatbot zu verwenden, sondern wirklich mit meinen Daten, die Daten irgendwie ordentlich im Sinne von IT-Grundschutz und so weiter zu behandeln und dann auch nur dazu die Abfragen zu machen. Das ist, glaube ich, so der Trend, den ich sehe. Und das Zweite ist, im Medizinbereich ist aber vorhin schon gefallen, deswegen nur kurz, aber das sehen wir auch, dass eben Universitätskliniken wirklich gemeinsam Daten zusammenwerfen. Diese Vision von, wir machen mal einen Data Space, wird langsam wahr und das ist gut so. Total spannend. Also gerade im Bereich der Forschung und Entwicklung sehe ich eine ganze Menge Anwendungen, die bereits auch schon gelebt werden. Das ist so der eine große Block, den ich sehe. Der andere große Block, den ich sehe, ist quasi die Ertüchtigung der physischen Infrastruktur, Stichwort IoT, Predictive Maintenance. Und komme ich mal zu dem Thema Forschung und Entwicklung. Weniger hier in Deutschland bislang, aber durchaus noch bei meiner Zeit bei Microsoft hatte ich sehr viel zu tun mit dem NHS. Und die haben sich sehr früh mit dem Thema KI-basierte Verarbeitung von Daten beschäftigt. Und es gab einen sehr konkreten Use Case, völlig unabhängig jetzt von Microsoft oder anderen Cloud-Anbietern. Wie kann ich eigentlich mit Hilfe von KI und den Vergleich von, sage ich mal, individuellen Gesundheitsdaten auf der einen Seite, Krebsregister auf der anderen Seite und anderen Population Health Data bis hin zu aktuell laufenden Studien, die individuelle Diagnose von Krebs und damit eben auch damit verbunden die Behandlungsmethoden beschleunigen. Und das ist ein riesiges Problem, gerade in England hier wahrscheinlich ebenfalls. Da gibt es einen sehr klaren Prozess von dem Allgemeinmediziner. Das dauert schon relativ lange, bis man dort den Termin bekommt, bis man dann wieder überwiesen wird an den Onkologen. Das dauert auch beim NHS sehr, sehr lange und man versucht eben Tools zu entwickeln, um diesen Prozess zu beschleunigen, indem man eben sehr schnell mit Hilfe von KI solche Diagnosetools entwickelt. Und das ist so der Bereich Forschung und Entwicklung. Da gibt es noch ganz viele andere. Der Bereich der Ertüchtigung der physischen Infrastruktur finde ich einen ganz besonders spannenden. Wir hatten gerade das aktuelle Beispiel hier in Berlin mit der Brücke, die sozusagen, oh Wunder, innerhalb von einem Tag geschlossen werden musste. Auch hier gibt es mittlerweile KI-basierte Tools, die es ermöglicht, eben Predictive Maintenance in einer Art und Weise zu machen, dass man, was man eigentlich
intuitiv oder Gut-Feeling sowieso schon weiß, dass diese Brücke kann nicht mehr lange halten, dass man da aber sehr viel genauer die Prognose machen kann, wann sie dann gesperrt werden muss und damit verbunden dann die entsprechenden Maßnahmen KI-basiert zu entwickeln und nicht eine Woche zu warten, bis das Ding dann ausgearbeitet worden ist. Also da diese beiden großen Gruppen sehe ich, wo wir mit Hilfe von KI, mit hochsensiblen Daten tolle Anwendung haben. Sehr, sehr spannend, vielen Dank. Sie sehen mich auch lachen, weil das die, ich glaube, A100 Autobahnbrücke in Berlin ist, die jetzt zu massiven Staus in Berlin in den nächsten 2 Jahren führen wird. Insofern ein bisschen mehr Predictive Maintenance wäre in der Tat toll. Aber es sind spannende Gedanken. Ich habe mit dieser Frage mit Absicht begonnen, weil es einen positiven Blick auf die Möglichkeiten von KI gibt. Ich spiele jetzt kurz mal den Devil's Advocate. Ich beschäftige mich viel mit dem öffentlichen Sektor. Was ich auch wahrnehme, auch im deutschen Behördenumfeld, zum Teil, nicht überall, aber ist durchaus die Tatsache, dass jetzt gerade durch die Souveränitätsdebatte die Angst groß ist und man aber dennoch KI machen will und man dann quasi so als schlechteste Lösung bei der Welt und sagt, okay, ich kaufe mir 1, 2 Grafikkarten, ich stelle die in den Keller, dann machen wir auch KI. Wir machen irgendeinen KI-Piloten, das Pilotteam erarbeitet mal einen Chatbot, der funktioniert dann und dann sind wir im neuen Zeitalter. Und das ist nicht die Art von skalierbarer KI, über die wir jetzt gerade in diesen beiden Fällen gesprochen haben. Und mich würde interessieren, die Frage Skalierung von KI, mal jetzt also Confidential KI als ein Thema, aber beiseite gestellt grundsätzlich diese Herausforderung in Deutschland, die Cloud für KI zu nutzen und in die Skalierung zu kommen. Claudia, eine Frage oder ein Vorwurf, den es oft gibt, ist, oder es wird argumentiert, dass beispielsweise souveräne oder deutsche Anbieter, wie jetzt beispielsweise die Segit, zwar sicherer sein könnten, weil sie eben nicht Daten im Zweifel herausgeben müssen an die Amerikaner, aber eben weniger skalierbar sind oder weniger skalierbare Services anbieten können. Wie würdest du dem begegnen? Kann man dem begegnen? Ja, ich glaube, den kann man schon begegnen. Natürlich sind die sogenannten souveränen deutschen, europäischen Anbieter, was im Hinblick auf Features und Functions im Vergleich zu den amerikanischen Hyperscalern sicherlich noch unterlegen. Die Frage ist, wie viele dieser Features und Functions sind tatsächlich notwendig, um bestimmte Anwendungen zu fahren. Das ist aber nicht die Frage nach der Skalierung, ist mir durchaus klar. Wie begegnen wir dem? Indem wir eine transparente, sage ich mal, Open-Source-basierte Architektur nutzen, aufbauen, die wiederum es ermöglicht, flexibel Datenblöcke auch durchaus auf unterschiedlichen Cloud-Umgebungen zu fahren. Also diese Flexibilität haben wir tatsächlich, denn es gibt ja in diesem Sinne kein Vendor-Login. Also Flexibilität schlägt an vielen Stellen, sage ich mal, die Skalierbarkeit aus meiner Sicht, die gerade wenn man sich auf einen, sage ich mal, auf Azure oder AWS konzentriert, diese Flexibilität nicht unbedingt gegeben ist. Das ist das eine. Und das andere ist wiederum, dieser Open-Source-Ansatz ermöglicht eben auch Partnerschaften zu generieren, um somit vielleicht Skalierungseffekte, die Stand heute noch nicht da sind, im Grunde genommen darüber dann auch ausgleichen zu können. Also insofern gibt es unterschiedliche Wege. Ich glaube aber, das ist tatsächlich ein zeitlich begrenztes Problem, denn die Frage der Skalierung wird sich irgendwann in dem Maße nicht mehr stellen, wenn hier die entsprechenden Rechenzentrenkapazitäten sukzessive aufgebaut werden. Ich muss es nicht erwähnen, aber die Milliardeninvestitionen in Rechenzentren laufen auch über eine Schwarz in Deutschland. Das nächste ist hier direkt um die Ecke in Lübbenau. Also da wird dran gearbeitet, um das sicherzustellen. Aber ich glaube, es geht vor allen Dingen um diesen Aspekt des Flexibilität und dieser Open-Source-basierte Ansatz, um eben Vendor-Login im Grunde genommen zu vermeiden. Mhm. Thomas, du hast vorhin kurz mit dem Kopf geschüttelt, als ich sagte, manche Behörden sind vielleicht eher beim Ansatz erstmal ausprobieren, klein, on-premise. Warum? Ne, ich bin gar kein Feind, weil man kann durchaus irgendwie Modelle lokal betreiben und wenn ich irgendwie ein kleines Landratsamt bin und nur 3 Anfragen pro Stunde habe, mag das auch funktionieren. Aber wir reden ja über Skalierung, wir reden über massive Anfragen pro Sekunde, Latenz im Mikro- und Millisekundenbereich. Das ist einfach was anderes. Das eine ist wirklich Industrie und das ist ein wichtiger Punkt. Irgendwie. Also diese Cloud-Industrie ist zu einer echten Industrie geworden heutzutage, inklusive allem, was man
man braucht. Irgendwie, du musst dich selber um die Energiequellen kümmern, die nebendran sind, musst den Strom speichern, zum Teil auch irgendwie dem Netz wieder zurückgeben. Es ist einfach industriell geworden und es ist natürlich auch von der Art, wie wir Daten verarbeiten, sehr industriell geworden. Und wenn ich jetzt von Skalierung angucke, natürlich habe ich jetzt, wenn ich im Public-Sector-Bereich bin, alle Kunden sind da IT-grundschutzpflichtig. Das heißt, du musst jeweils wissen, wo ist mein Datum, wie geht es dem, irgendwie wer kommt da ran und so weiter. Und das ist ein No-Brainer, glaube ich, mittlerweile für uns alle hier, C5 und wir als Logik auch. Warum sage ich das in dem Zusammenhang? Weil wir da durchaus auch technisch-organisatorische Maßnahmen irgendwie drin stecken, die vielleicht auch irgendwie einer Skalierung widersprechen, aber rein technisch irgendwie sehe ich kein Problem, irgendwie, aber die Frage ist, wer macht das? Irgendwie, wenn wir heute sehen, wie Modelle genutzt werden, und Microsoft wird mehr und mehr so ein Model as a Service Plattform. Wir haben über 1800 Modelle auf der Plattform, da ist Mistral dabei, da ist Llama, da ist ein Open AI mit dabei, 1800 verschiedene. Meine Prognose ist, es wird bald so irgendwie KI-Modell Kuratorinnen und Kuratoren geben als Berufsbild, weil das ist genau der Bottleneck, den wir gerade sehen, damit man für die richtige Aufgabe das richtige kleine Modell entdeckt. Und deshalb bin ich beim zweiten Stichwort. Kleine Modelle, Small Language Models wie unser Phi zum Beispiel, die kann man wunderbar auch irgendwie in der Edge betreiben, die kann man auf dem Laptop betreiben und das ist sowohl für Testzwecke gut, aber ich sehe mehr und mehr auch tatsächlich einen Trend, die Sachen irgendwie im Sinne von Skalierung tatsächlich auch irgendwie distributed, verteilt zu betreiben. Ja, ich mache einen Teil bei mir, das heißt, ich gebe was ein, vielleicht wird lokal schon mal mein Prompt abgefangen und der Prompt erstmal irgendwie ausgebessert und der wird dann irgendwo hingeschickt und mit massivem Aufwand irgendwie berechnet. Also das sind zum Teil, wenn man die jetzt so kurz schildert, durchaus vielleicht gegenläufige Trends, aber sie passieren zeitgleich. Small Language Models, Inferenz irgendwie im großen Stil, auf großen Clustern, hoch irgendwie zusammen irgendwie geclustert und akkumuliert und auf der anderen Seite aber eben auch die Möglichkeit, auch wenn der eine oder andere die von Ihnen lacht, ich habe kein Problem damit, dass man Inferenz von Modellen auch auf Intel oder AMD macht. Das geht wunderbar. Okay, danke, spannende Einblicke. Das war ein erklärtes Kopfschütteln, vielen Dank. Bevor wir die Runde öffnen für Fragen, vielleicht eine Abschlussfrage. Wenn ihr zentrale Empfehlungen geben dürftet an Kunden, potenzielle Kunden, an Interessenten, wie sie erfolgreich Souveränität, Sicherheit, KI und Skalierbarkeit verknüpfen können, was wäre das? Gerne von beiden. Naja, ein paar Punkte haben wir heute schon gehört. Klar, souveräne Cloud-Umgebung ist eine Sache. Ich fand, heute fiel schon mal das Stichwort European Health Data Space. Also diese föderierten Datenräume sind sicherlich, sage ich mal, Bereiche, in denen man sehr industriespezifisch oder themenspezifisch basierend auf Gaia-X-Standards sicher KI-basierte Anwendungen fahren kann und das eben kombiniert mit dem entsprechenden Confidential Computing. Ich glaube, das ist ein Ansatz, der sehr hilft, gerade auch in die Skalierbarkeit und in die breite KI-Anwendung für die jeweiligen unterschiedlichen Anwendungsgebiete tatsächlich auch einzusetzen und das in einem sicheren, geschützten Rahmen. Danke. Zu deiner Frage, also was ich momentan sehe, ist... Mikro bitte noch. Was ich gerade sehe, ist tatsächlich irgendwie, dass wir haben jetzt eine Bewegung Richtung Cloud durch die deutsche Verwaltungscloud-Strategie und so weiter. Das heißt, der Zug fährt langsam los und was jetzt gerade irgendwie auffällt, ist natürlich, ups, wenn ich mit Daten arbeiten will, brauche ich eine Datenstrategie, ich brauche eine Datenkuratorung, ich brauche irgendwie eine Klassifizierung und das ist so die große Baustelle. Und irgendwie, das ist mein häufigster Rat derzeit, irgendwie, weil wir wollen nicht, glaube ich, irgendwie, dass man 100% der Daten als VSNFD, also als Verschlusssachen einstuft und dann dafür irgendwie den Speicher und den teuren Speicher und so weiter bezahlt, sondern du musst eine Datenklassifizierung machen und die dann dementsprechend auch automatisiert irgendwie durchdrücken, damit du dann irgendwie entscheiden kannst, was lege ich wohin. Nicht jedes Schriftstück, auch nicht, sage ich jetzt mal im Kanzleramt, ist 100% schützenswert und das gilt es herauszuarbeiten, weil wenn du diesen Weg, diesen Schritt nicht gehst, wirst du es nicht schaffen, danach KI zu machen und auch nicht irgendwie das bezahlbar irgendwie zu machen.
vielen Dank euch. Sehr, sehr spannende erste Einblicke. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Ich sehe auch das Publikum tatsächlich schlecht, aber ich mache auch weiter, wenn es keine Fragen gibt. Insofern traut euch, das ist der Moment. Ja. Danke für die Frage. Ein Blick auf die BSI-Website, auf die Unterseite der Cloud-Strategie zeigt Ihnen, dass da steht, Microsoft baut derzeit eine souveräne Cloud irgendwie nach den Vorgaben des BSIs. Das Projekt heißt Delos Cloud und die Zertifizierungslogik oder den Anspruch, den wir an die Verschlusssachenanweisung haben, ist, diese Cloud so zu bauen, dass sie eben VSNFD bearbeiten kann. Und irgendwie, da ist das BSI ein irgendwie sehr regelmäßiger Kooperationspartner und die werden auch die Instanz sein, die nachher dementsprechend irgendwie die Kontrolle über die VSA natürlich sowieso, aber auch über das, was wir an Patches dafür in der Delos liefern und da auf eine normierte Laderampe legen, als menschen- und maschinenlesbaren Code, dann dementsprechend hier entgegenzunehmen. Das ist also, das BSI ist da komplett in der Wandlung und wenn ich das vielleicht noch ergänzen darf, Stichwort Confidential Computing, da gibt es ja auch einen großen Arbeitsstrang da und wenn man jetzt sieht, entweder hat man eine Speziallösung wie so eine Delos Cloud für die Bundesregierung und die Landes- und Kommunalbehörden oder man geht halt den Weg Confidential Computing, ich bin Herr über den Schlüssel, irgendwie meine Daten auf dem ganzen Lebensweg. Ich hatte vorhin da oben noch eine Frage gesehen. Ich weiß nicht, ob wir da schnell ein Mikro hinbekommen oder ob... Ja, das sollte auch gehen. Also wenn ich da ganz kurz, ich verstehe die Frage, also diese sogenannte Wechselfähigkeit, das ist wirklich etwas, was wir selber schon mal probiert haben, jetzt nicht zwischen einer Stackit und einer Microsoft, aber im Rahmen von dem Cloud Reallabor, gemeinsam auch mit der Bitmark und der Klaus Büttgen ist auch hier, glaube ich, im Publikum, haben wir einfach mal versucht, das ganz pragmatisch durchzuspielen. Was bedeutet es eigentlich, von einer Cloud-Umgebung in die nächste tatsächlich zu wechseln? Was muss man dabei beachten? Und funktioniert das eigentlich? Also dieser Ansatz, den ja im Grunde genommen auch ein BSI verfolgt, indem es eben diese Kooperation nicht nur mit einer Microsoft macht, sondern auch mit einer Google, einer AWS, die wurde jetzt gerade angekündigt, mit einer Stackit, dass man wirklich versucht, diese Wechselfähigkeit zwischen diesen Cloud-Umgebungen pragmatisch anzugehen und entsprechend auch den Kunden anzubieten. Also das funktioniert tatsächlich. Funktioniert es sozusagen, wenn wir über riesengroße Anwendungen sprechen? Der Beweis steht tatsächlich noch aus, aber die Zielführung oder die Motivation ist, glaube ich, bei allen Cloud-Anbietern an dieser Stelle vorhanden. Was ich eben zu Beginn schon sagte, Multi-Cloud-Ansatz ist etwas, was wir wirklich auch selber aus einer Stackit heraus durchaus sehen. Welche Anwendungen am Ende des Tages dann wo laufen werden, ist natürlich auch entsprechend der Anforderungen, des Anforderungsprofils des Kunden zu bestimmen. Aber die ersten Schritte sind da tatsächlich getan. Genau, also die Frage geht ja Richtung irgendwie deutsche Verwaltungscloud-Strategie und da ist der kleinste gemeinsame Nenner Plain Vanilla Kubernetes. Das ist so die Handelsgröße, die wir dann als Interop-Standard zum Hin- und Herschieben sehen werden. Da liefen Tests, da laufen Tests, irgendwie es läuft auf Kubernetes hinaus. Okay, wir hätten Zeit für eine letzte Frage, falls es sie gibt.
Ja, da ist noch eine Hand. Yes. Okay, die Frage war Key Management, no standardization, Key Management, and what we will see in the future. Sorry, the last part of your question was not very audible upfront. So the key management service is going to be one key element, and the encryption tools will ensure the sovereignty. Yes. How do we make the standardization of the invocation mechanism between two? And how do we make modular, the pluggable, the encryption? And where do we discuss that? Da muss ich passen. Also ich antworte mal auf Deutsch. Also jetzt, es gibt ein Secure HSM to HSM Transfer Protokoll, das wäre mein Standardansatz dazu. Und wenn ich das jetzt mal als Beispiel nehme, ja, da ist noch ein Stück Weg zu gehen, was die Standardisierung angeht, aber wir leben in spannenden Zeiten, weil wir haben bis vor kurzem den Kunden und Kundinnen Bring Your Own Key irgendwie empfohlen, im Sinne von erzeuge es, bring es rein und je nachdem, wie paranoid du bist, irgendwie guck auf die Rotation Time. Ein Tag, wenn du paranoid bist, ein Tag, dann musst du jeden Tag einen neuen Schlüssel erzeugen und reinpacken, weniger paranoid, 30 Tage, 90 Tage, whatever, was man einstellt. Das ist ja so der Mechanismus. HSM to HSM Transfer, das ist standardisiert. Was wir jetzt sehen ist, dass wir mehr und mehr, und das hattest du ja auch erwähnt, E-Key Management Services am Markt sehen und wie wir sehen, wenn ich nach Frankfurt gucke, da steht unser Rechenzentrum, da steht irgendwie ein anderes nebenbei und jetzt bin ich wieder als Beispiel bei Utimaco, ich habe sie vorhin schon mal erwähnt, aber die verkaufen HSMs, aber die verkaufen auch E-Key Management as a Service und was das jetzt eröffnet ist, wenn du da zwischendrin irgendwie 18, 19 Millisekunden Latenz hast, kannst du jetzt eben nicht nur Bring Your Own Key machen und das ist das Coole, sondern auch Hold Your Own Key. Du kannst den Key behalten und wir fragen ihn nur an dann dementsprechend, sodass man nicht diesen Weg gehen muss, seinen eigenen frisch erzeugten Key in eine fremde HSM zu betten. Ja, aber ich bin völlig dabei, es gibt noch ein Stück Standardisierungsweg, aber ich bin guter Dinge, wir sehen es in der Praxis, wir sehen es als Lösung, Kunden können irgendwie diese Lösungen über unseren Marketplace einfach zusammenklicken und es wird auch getan. Genau, und nachdem wir jetzt schon in Tiefe, so I'm not going to translate this completely, but switching back to German now, weil wir merken, dass wir hier in technische Fragen tief einsteigen und es bis 2 Minuten zum nächsten Speaker sind, würde ich jetzt hier unser Panel beenden. Aber wir haben später nochmal circa 20, 25 Minuten Zeit, wo Sie sich alle auch mit den Speakern, die jetzt hier auf der Bühne sind, nochmal vernetzen und Fragen stellen könnt. Insofern würde ich hier jetzt zurück an die Moderation übergeben und mich ganz herzlich bei euch allen bedanken. Danke dir.